die Messe der ideale Ort, um Kundenbeziehungen zu pflegen und haben dort einfach die wirtschaftlichste Gesamtlösung gebracht. Das heißt, so Closed-Loop-Prozesse fahren ist bei uns schon lange ein Standard. Willkommen zu einer neuen Ausgabe rund um innovative Lösungen in der Fertigung. Wir sind heute zu Gast bei Paul Horn, einem Traditionsunternehmen und Spezialisten in der Zerspannung. Und im Gespräch heute mit Markus Horn, der das Unternehmen in dritter Generation führt. Danke, Herr Horn, dass wir heute hier bei Ihnen sein dürfen. Dankeschön und herzlich willkommen bei uns. Herr Horn, bevor wir auf Technologie und Innovationen eingehen, lassen Sie uns kurz über den Menschen hinter der Firma sprechen. Was treibt Sie persönlich an? Persönlich, ich bin jemand, der gerne Innovationen vorantreibt. Ich mag es, vorwärts zu gehen, neue Wege zu beschreiten und dort effektive Lösungen zu suchen. Welche Werte in diesem Zusammenhang prägen Ihr unternehmerisches Handeln? Ja, Werte ist immer das, was man auch von seiner Familie mitbekommt, was einen über die Vergangenheit sehr lange geprägt hat. Und so habe ich sehr vieles von meinem Vater und von meiner Mutter sowie von meinen Großeltern mitbekommen. Und ich denke, das eine, was als Werte drinnen ist so eine innere Haltung zur Freude zur Arbeit. Das heißt, den Spaß tatsächlich Dinge zu bewegen und dass man in dem Bereich sich einfach sehr gut austoben kann und dort ja gestalten kann, etwas voranbringen kann. Und ich denke, das kann man immer dann gut tun, wenn man eben auch im Wertekontext verstanden hat, dass es ein Miteinander gibt, dass man miteinander vorwärts kommt. Und so freut es mich, dass ich hier auch beides gefunden habe. Das heißt, ich kann mich austoben, was Technologien angeht, was Fortschritt angeht, und gleichzeitig habe ich ein enorm starkes Team, das mit mir gemeinsam diesen Weg beschreitet. Ein super Übergang, nämlich zur meiner nächsten Frage. Welche Rolle spielt der Mensch, Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, bei Horn in einem so hochautomatisierten und technologiegetriebenen Unternehmen? Der Mensch ist für uns das Zentrum des Handelns, sei es zum einen der Kunde, sei es der Mitarbeiter oder der Lieferant. Das heißt, für uns sind die Menschen sehr wertvoll. Wenn wir jetzt uns auf unsere hier Mitarbeiter konzentrieren, dann sind das eben auch die Leute, die die Maschinen tatsächlich bedienen, trotz Automation, die Wissensträger sind und hier im Unternehmen ja, die Macher sind, vorwärts bringen und eben Maschinen das machen lassen, was andere vielleicht nicht hinbekommen. Und wie gelingt es Ihnen, eine Unternehmenskultur zu schaffen, die Innovation fördert und gleichzeitig den Menschen nicht aus dem Blick verliert? Ich denke, Innovation ist so ein Thema, das entsteht ja nur im Zusammenspiel zwischen den Menschen. Wenn man sich üblicherweise sowas anschaut, dass jemand sagt: „Ich habe eine Idee und ich spreche darüber nicht“, dann ist die Idee eine verlorene Idee. Mhm. Wenn man dagegen sagt: „Ich habe jemand, mit dem ich mich austauschen kann und diese Idee verfeinern kann, tatsächlich daraus etwas generieren kann, was noch so viel mehr ist, eben durch die Diskussion“, dann hat man doch eigentlich beides erreicht. Und so fördern wir auch das Miteinander, die Kommunikation untereinander und das eben über alle Hierarchiegrenzen hinweg und eben im Dialog, im Austausch miteinander. Und das schließt natürlich dann auch, um den gesamten Prozess mitzunehmen, das schließt natürlich auch unsere Kunden mit ein, die ab und zu mit einer Idee um die Ecke kommen, die, sagen wir, herausfordernd ist. Und genauso schließt es unsere Lieferanten mit ein, die eben dann für eine bestimmte Situation einfach nochmal das letzte Fünklein rauskitzeln können. Was ja bisher auf jeden Fall, glaube ich, sehr gut funktioniert, diese Einstellung. Ich bin 'ne Schwabe und beim Schwabe heißt es dann immer: „Nicht geschimpft ist gelobt genug“, also es ist schon ganz okay. Ähm, Abseits der ja, Fertigung, haben Sie eine private Leidenschaft, ein Hobby, was Sie auch noch zusätzlich antreibt, einen Ausgleich bringt?
Ja, wie gesagt, so meine innere Einstellung sagt zu mir, ich möchte hier im Unternehmen was voranbringen. Also man könnte das schon fast als Hobby bezeichnen, weil es einfach wirklich Spaß macht, hier gemeinsam vorwärts zu schreiten, Innovation zu treiben. Und wenn man jetzt sagt, irgendwas, wo ich tatsächlich nebenbei recht häufig mache, das ist dann die Passion fürs Tauchen und Mhm. da eben dann auch, wenn man unter Wasser unterwegs ist, auch gerne Fotografien unter Wasser machen, was eine, sage ich mal, spannende Erfahrung ist und eben die Einmaligkeit der Möglichkeit, ein Foto zu machen, tatsächlich mitbringt und so macht mir das Tauchen dann auch recht viel Spaß. Ein, glaube ich, sehr fantastisches Hobby. Da kommt dann mal gleich direkt zur Rubrik Gastgeschenk und, ja, wir haben Ihnen was mitgebracht. Als Dankeschön, dass wir hier sein dürfen. Ähm, Das möchte ich Ihnen auch direkt mal überreichen. Äh, Okay. und das schließt eigentlich schon ein Stück weit an dem an, was Sie gerade gesagt haben. Ich hoffe, Sie mögen Wein und das hat auch ein bisschen was mit Ihrem Hobby zu tun. Okay. Äh, Soll ich mal reinschauen? gerne, gerne. Mhm. Bin gespannt. So, so. Aha. Ah, das ist ja schön. Wäre direkt mal 'ne Frage für unsere Zuschauer. Wir haben hier einen Hai. Ja. Haben Sie auch schon einen Hai fotografiert? Ja, mehrfach. Also, es gibt ja immer die Riffhaie und man glaubt gar nicht, wie häufig man tatsächlich auf Haie trifft, wenn man in Küstenstreifen, also an Riffen unterwegs ist und die schwimmen da überall in der Gegend rum und so trifft man die relativ häufig. Aber das großartigste Ereignis, ich bin auch einmal mit Bullenhaien unterwegs gewesen. Okay. Das sind doch recht große Tiere. Und da ist es sehr, sehr spannend, die anzuschauen in ihrer Eleganz, wie sie sich bewegen und eigentlich ganz harmlos sind, wenn man sie nicht ärgert. Ich wollte grad fragen, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Dass die kommen nicht einfach auf einen zu und schnappen einen weg, sondern oder Sie mussten in so 'n Käfig oder sonst Ja, das war ohne Käfig. ja, Und zwar ist man doch entfernt, also die füttern die Haie an, damit die vorbeikommen. Und man ist selber etwas auf Abstand und man wird schon geschützt von anderen Tauchern, die das okay. häufiger tun. Mhm. Aber die Haie sind an sich, ich würde mal sagen, man kann sie wie mit Hunden vergleichen. Die sind enorm neugierig. Das heißt, ein Hai sieht etwas, was er nicht kennt, dann schwimmt er dahin und schaut sich das einfach an. Und wenn es ihn weiter interessiert, dann bleibt er dabei und das ist, ja, manchmal eben auch ein Probebiss, den er macht, wenn man sich halt als ein Futter tarnt. Okay, Also, das kann schon mal passieren, aber in aller Regel, wenn man weiß, wie man sich verhält, so wie mit Hunden auch, mhm. dann muss man sich eben auf das Tier einlassen, wissen, wie das Tier denkt und dann funktioniert das auch ohne größere Probleme. Ja, Super spannend. Super spannend. herzlichen Dank dafür. Ja, sehr, sehr gerne. Viel Spaß und, viele leckere Weinabende. Danke. Paul Horn, ist ja ein breit aufgestellter Hersteller für Präzisionswerkzeuge und die Anfänge, lagen im Einstechen und Nutfräsen. Ähm, Was war der Hintergrund für diese Orientierung und welche Technologie wurde dann als erstes zu einem Schwerpunkt? Man muss da ein bisschen zurückgehen und sich vor Augen halten, wie es damals entstanden ist. Und mein Opa war ja zuerst Vertriebsmitarbeiter, bevor er sich selbstständig gemacht hatte. Und er hatte einfach eine Begegnung mit einem Kunden, bei dem er gesagt hat, der Kunde hat ein Problem. Und so wie es der Vertriebler einfach macht, Mhm. hat man mit seiner Erfahrung versucht, das Problem zu lösen. Und dabei kam einfach heraus, dass wir oder dass er dann Werkzeuge, Hartmetallwerkzeuge dafür eingesetzt hat. Mhm. So ist es einfach von einem zum anderen gekommen, dass es sich weiterentwickelt hat. Das heißt, der Kern der Entstehungsgeschichte kommt eben genau aus diesem Gedanken heraus, dem Kunden zuzuhören, Ja, aufzunehmen, was der Kunde möchte und ihm dann eine Lösung für genau dieses Problem zu bieten. Und ich denke, genau die Mentalität haben wir heute auch noch, dass wir eben den Dialog mit dem Kunden suchen und die Probleme verstehen und dann eine ideale Lösung ausarbeiten.
Hat ja dann auf jeden Fall auch einen großen Kundennutzen, wenn ich mich genau um sein Problem halt kümmere. Richtig. Ähm, heute, haben Sie eine sehr große also, ein sehr großes Angebot, eine große Angebotspalette. Wo liegen bei Ihnen heute die Technologieschwerpunkte? Ja, das ist das große Problem, wenn man den Kunden effektiv zuhört, dann wächst notwendigerweise auch langsam das Produktportfolio. Und so sind wir einfach in der Breite immer weiter gewachsen. Und wir haben heute sowohl den Bereich Drehen Ja. stark bespielt über unsere Produkte, als auch den Bereich Fräsen oder Bohren, Reiben, Weltschälen, also Technologien ausgeprägt, in denen wir auch mit vertreten sind. Und so denke ich, sind wir doch sehr breit heute schon im Produktportfolio. Sehen Sie sich in diesem Zusammenhang eher als, Komplettausrüster, weil Sie ja eben gerade angesprochen haben, dass Sie auch viele spezielle Technologien wie zum Beispiel Verzahnen oder auch Wirbeln anbieten? Ja, Sie haben recht, wir bieten sehr viele Speziallösungen an. Und jetzt ist es schwierig, da dann sofort davon zu sprechen, dass wir ein Komplettanbieter sind. Für einen Komplettanbieter, sage ich, sind wir noch nicht so breit aufgestellt, dass wir sagen könnten, wir sind so weit, dass wir wirklich alles bedienen könnten. Aber wir haben schon spezifische Nischen, in denen wir sehr stark sind. Und ich denke, die Vielzahl dieser Nischen, in denen wir Lösungen ausgearbeitet haben, die effektiv sind, die wirtschaftlich sind, ich denke, dadurch sind wir ebenso breit aufgestellt, aber das ist noch nicht im Sinne eines Komplettanbieters, wie es andere auf dem Markt tatsächlich sind. Also, wir sind noch spezifischer, lösungsorientierter, ähm, Sonderwerkzeughersteller. Und, Sie haben ja quasi durch die was Sie gerade erzählt haben, dass, ja, Ihr Opa quasi zugehört hat, hat's ja quasi mit Drehen angefangen und, Sie sagten, heute sind Sie Drehen und Fräsen quasi Mhm. für Sonderwerkzeuge oder auch für Spezialwerkzeuge. Welcher Bereich hat da gibt es überhaupt einen Bereich der beiden, der eine größere Bedeutung hat? Also, wenn man auf der historischen Schiene sich das anschaut, wir kommen aus dem Drehen. Das heißt, wir haben schon ein Herz tatsächlich fürs Drehen. Und wenn man so die wesentlichen Produkte anschaut, wo wir sagen, das sind auch Innovationstreiber, das sind Werkzeuge, mit denen man den Unterschied macht. Das sind häufig Werkzeuge, die aus dem Drehen herauskommen. Die Bearbeitung zwischen zwei Flanken ist die wohl herausforderndste Bearbeitung und dementsprechend ist es für uns auch, sage ich jetzt mal, tief in unserer DNA verwurzelt, für genau solche Probleme auch Lösungen zu finden. Und deswegen ist, ich denke, von der reinen Gefühlsseite ist es das Drehen, Mhm. wobei im Fräsen tatsächlich auch, die entsprechenden Produkte auch schon so weit gereift sind, dass man sagen kann, das ist ein gleichwertiges, Produktportfolio, das wir hier haben. Klingt super spannend. Hm. Ja, ich möchte noch mal zurück auf das Thema, gesamte Prozesskette, was Sie ja schon erwähnt haben, quasi dem Kunden zuzuhören und ein Problem zu lösen. Ähm, Sie haben ja hier im Haus nicht nur, dass Sie Werkzeuge herstellen, sondern Sie haben die gesamte Prozesskette abgebildet. Von der Herstellung vom Hartmetall über, die Beschichtung. Ähm, ja, wo liegen da Ihre Alleinstellungsmerkmale? Ich denke, wenn man sich überlegt, die Grenze des Machbaren immer um ein Stückchen weiter zu verschieben, so wie wir es bei unserem Supermini mit der gesinterten Geometrie gemacht haben, Mhm, dann benötigt man dafür eine gewisse Exzellenz. mhm, Und diese Exzellenz, die kann man entweder zukaufen oder wenn man davon überzeugt ist, dass man es besser kann, dass man es einfach besser als alle anderen hinbekommt, dann heißt es, man muss sehr viel selber machen. Man muss mehr sich darauf fokussieren, investieren, langfristig denken, um dann irgendwann zu sagen: „Jetzt sind wir soweit. Jetzt haben wir ein Werkzeug daraus entwickelt.“ Und ich denke, das ist
das Notwendige dafür, dass man diese ganze Prozesskette tatsächlich in-house hat, Mhm. damit man auch diesen langen Atem für die Innovation mitbringen kann. Das kann ich mir, sehr gut vorstellen. Ja, in dem Zusammenhang vielleicht noch mal auf die Hartstoffproduktion selbst. Seit 1991 haben Sie damit begonnen, das selbst zu machen, also den Hartmetall selber herzustellen. Ähm, ja, wie wichtig ist Ihnen genau das, also auch da das nicht zuzukaufen? Die in der Hartmetallproduktion, sind schon historisch. Also, die Hartstoffe haben wir gegründet, weil wir gesagt haben, wir wollen technologisch weiterkommen und wir wollen langfristig Technologie treiben. Und dementsprechend haben wir auch die Hartstoffe eben, als logische, konsequente Weiterentwicklung genau in diesem Prozess, benötigt, damit wir eben sagen können, in der Rohlingsentwicklung Mhm. liegt schon so viel Wertschöpfung drinnen, dass wir einfach Dinge anders machen müssen als alle anderen, damit wir vorwärts kommen. Mhm. Ich denke, das Ergebnis sehen wir dann auch heute und so ist die Hartstoffe tatsächlich an das Zünglein an der Waage, wenn man es im Marktvergleich, wo wir sagen können, da können wir noch mal ein Stückchen mehr Performance rausholen, weil wir eben die besseren Rohlingssysteme entwickeln können und die eben auch dann weiterverwenden können. Macht absolut Sinn, was Sie, wie das, grade gesagt wurde. Können Sie sich technologisch gegenüber klassischen Hartstoffanbietern differenzieren? Ähm, Da kommt das wieder auf den Bereich drauf an. Also die, Hartstoffanbieter, die es ja auf dem Markt, gibt, kleinere sowie größere, die haben einen spezifischen Fokus tatsächlich. Und wenn wir die Welt mal unterscheiden und sagen, schauen wir uns mal, in den Hartmetallwerkzeugen, in den Präzisionswerkzeugen, schauen wir uns da mal grob die, Systematik an. Da gibt es ja einen ganz großen Bereich der, ISO-Werkzeuge. Und, dann gibt es auch noch den Bereich der Sonderwerkzeuge. Wenn wir die ISO-Werkzeuge nehmen, da sind ja die Hartstoffhersteller alle etwa gleich. Das heißt, hier ist das Innovationspotenzial doch zu einem gewissen Maß beschränkt, eben weil es normierte Werkzeuge sind, auch über die Schnittstellen normiert sind. Geht man in die Sonderwerkzeuge, gibt es wieder 2 große Bereiche, in denen, man unterwegs sein kann. Das ist einerseits die, ähm, Roundtools und zum anderen die Plattenwerkzeuge, also die Wendeschneidplatten. Wenn man sich das dann wieder aufteilt als Marktsegmente, dann gibt es doch durchaus wenige, die in den Sonderwerkzeugen, in den, Plattenwerkzeugen unterwegs sind, eben weil man dort sehr viel Eigenleistung, sehr viel Innovation benötigt, um dort einen wesentlichen Unterschied zu schaffen gegenüber den anderen. Und bei den Rohlingsherstellungen in den Roundtools sind eben die Stäbe drinnen und von da an arbeitet man weiter. Da ist es ein relativ einfaches Rohlingskonzept. Das heißt, ja, unsere Hartstoffherstellung unterscheidet sich signifikant von anderen Anbietern. Um den Dreiklang, da auch noch mal aufzugreifen, jetzt hatten wir die Hartstoffherstellung und wie wichtig sie ist und wie viel Potenzial drin liegt. Aber muss man ja eher sagen, ähm, die Beschichtung als auch die Geometrie bringen dann das Zündern an der Waage, dann rundet das ganze Produkt quasi ab. Ähm, welche Ansatzpunkte für mehr Kundennutzen können Sie aus dieser Prozesskette, also sprich Hartmetall oder Hartstoffherstellung, Geometrie und Beschichtung, herausholen? Auch hier, wir sind Schwaben, wir sind Tüftler, wir sind, Dichter und Denker. Wir als Schwaben, wir schauen uns, Dinge an und überlegen, was wir damit anfangen können. Das heißt, ich sage immer, wir spielen gerne. Das Spielen hat einen ernsten Hintergrund und zwar ist das nicht Spielen im kindlichen Sinne, sondern die Frage des Auslotens, was denn noch möglich wäre. Und so benötigt man eben, um alles richtig ausprobieren zu können, benötigt man eben das Zusammenspiel von genau diesen Komponenten. Das heißt, in der Hartstoffherstellung das Substrat, die, Rohlingsherstellung. Dann brauchen wir die Geometrie.
Mikrogeometrie, Makrogeometrie und eben auch die Beschichtung, die dann nachher noch den Unterschied in der Anwendung mitbringt. Und die ganzen Zwischenprozesse in den Vorbereitungen, die dort auch mit drinnen verbunden sind, also es ist nicht so einfach, wie sich das anhört. Platten herstellen, schleifen, beschichten, Mhm. sondern gibt es noch viele kleine Zwischenschritte, die fein getuned werden können, um eben genau diese Wertschöpfung mehr am Ende für den Kunden zu generieren. Und das ist das, was wir machen mit diesen 3 Bereichen, das fein säuberlich aufeinander abzustimmen, wohlwissend, dass wir im Grundsatz noch keine Ahnung haben, was unser Kunde wirklich benötigt. Und uns eben dann auf genau das einlassen und sagen: „Wenn der Kunde hier dieses Problem hat, haben wir alle Systematiken im Haus, um am Ende genau für diesen Anwendungsfall das perfekte Werkzeug für 'n Kunden herstellen zu können.“ Und das würde ich sagen, klappt, sehr erfolgreich, wenn man das so anguckt. Ja, kommen wir zum Thema Nutzen stiften. Ähm, Technologie um Technologie willen, das bringt noch nicht so viel. Ähm, Wie sorgt Horn dafür, dass die Innovation auch beim Kunden ankommt? Wie gesagt, wir sind stark kundengetrieben. Das heißt, hinter jeder Neuentwicklung sehen wir entweder selber für uns einen Kunden, der das brauchen könnte, der es noch nicht weiß, oder wir haben ganz konkret einen Kunden, der sagt: „Ich habe hier ein Problem und die bisherigen Anwendungsfälle, die sind nicht wirklich ideal und ich benötige hier eine Alternative.“ Oder wenn sich die Umgebungsparameter ändern und plötzlich die Zerspannungsleistung nicht mehr die ist, die der Kunde gewohnt ist. Sie kennen es wahrscheinlich, es gibt so die typischen, sage ich, Phänomene von einem Winterguss und einem Sommerguss. Alleine da hat man schon Unterschiede im Material, so, wo man sich immer drauf anpassen muss. Und so ist es auch in jeder anderen Anpassung. Gibt es neue Maschinen, gibt es neue Prozesse. Darauf muss man sich einstellen. 'Ne neue Maschine mit mehr Steifigkeit, da kann man doch auch durchaus andere Prozesse fahren. Mhm. Absolut. Und, wenn ich jetzt, das einfach mal weiterdenke und, versetze mich jetzt mal in die Lage Ihrer Kunden und ich habe jetzt ein Zerspannungsproblem, ich rufe bei Ihnen an, wird wie entsteht dann quasi ein neues Werkzeug? Wird direkt 'n neues Werkzeug, entwickelt oder sagt man: „Wir gucken erst mal, was wir in unserem großen Portfolio schon haben?“ Also, wir haben immer den Dialog mit unseren Kunden. Also, wenn jemand hier anruft und nicht auf den Außendienstler oder Anwendungstechniker baut, dann schlagen wir in aller Regel vor, weil wir das Problem in seiner Gänze nicht hundertprozentig immer erfassen können, schlagen wir auch vor, dass ein Außendienstmitarbeiter vorbeikommt. Oder eben, wenn wir den Kunden schon kennen, dann versuchen wir genau in diesem Dialog herauszufinden, was der Kunde benötigt. Und Sie haben recht, das große Problem ist, wenn man so ungefähr 25.000 standardisierte Werkzeuge im Katalog hat, das kann doch durchaus herausfordernd sein, da die richtige Lösung zu finden, wenn sie denn schon existiert. Und da unterstützen wir auf der einen Seite natürlich bei der Auswahl des Werkzeugs, dass der Kunde aus dem Katalog die richtige Auswahl trifft. Mhm. Oder wenn eben keine bestehende Lösung existent ist, dass wir dann eben eine Werkzeugauslegung machen. Das bedeutet, Sie diskutieren mit Mhm. unserem Außendienstmitarbeiter, zeigen, welches Material Sie verwenden, auf welcher Maschine, wie die Umgebungsbedingungen sind, wie der Prozess aussieht. Und dann wird ganz offen diskutiert, wie man vielleicht nicht nur beispielsweise einen einfachen Einstich machen kann, Mhm. sondern gleich über ein Sonderwerkzeug den Prozess weiter optimieren kann. Und das ist ein permanenter Prozess, den wir genau in dieser Diskussion mit dem Kunden immer führen. Finde ich hervorragend. In diesem Zusammenhang vielleicht, fällt Ihnen ein Beispiel oder vielleicht ein Kundenprojekt ein, wo Sie sagen: „Da haben wir einen richtig großen Kundennutzen hervorgebracht?“ Es gibt eine große Auswahl an diesen Kundenprojekten. Deswegen, also wir machen das ja nicht zum Selbstzweck, wo wir sagen, das ist irgendwas, wo wir
Spaß daran haben, etwas zu ändern, sondern wir machen das ja aufgrund einer Anforderung. Und wenn man jetzt heute so zurückblickt, denke ich, eine große Herausforderung ist heutzutage das Thema bleifreie Materialien, in denen man gewisse andere Bedingungen hat, zu denen man logischerweise auch andere Werkzeuge benötigt. Und so gibt's da den ein oder anderen Kunden tatsächlich, das war erst, ja, so lang ist nicht her, war letztes Jahr aber schon, die Firma Rosenberger als Beispiel, die stellen Steckerverbinder her. Mhm. Mit denen hatten wir eine Diskussion um das Thema, bleifreie Materialien, bei denen wir eben in der Diskussion mit dem Kunden selbst, dem Materialhersteller und zusammen dann eben einfach eine Zerspannungslösung kreiert haben, bei denen die deutlich wirtschaftlicher unterwegs waren, als es bisher in diesem Material waren. Das Thema bleifreie Materialien, super, dass Sie es ansprechen, ist ja auch seit 2018 jetzt wirklich so ein Schwerpunktthema, möchte ich, nennen, da es letztendlich in der EU als, ja, toxischer Stoff eingestuft worden ist und somit, wir jetzt vor der Herausforderung stehen oder die ganze Branche vor der Herausforderung stehen, in Zukunft Materialien ohne Blei verwenden zu müssen, auch wenn es momentan noch lauter Verlängerung der Sondergenehmigung gibt. Ja, vielleicht ganz allgemein, Sie hatten jetzt gerade schon ein Unternehmen angesprochen, wo Sie schon helfen konnten. Wie hat sich, ja, Paul Horn auf diese Situation eingestellt? Also erstmal möchte ich ergänzen, dass dieses Problem der bleifreien Materialien nicht nur in Europa Sachlage ist. Ich hatte auf den Technologietagen ein Gespräch mit einem Journalisten aus den USA und er hat mir dargelegt, dass die genau dieselben Anforderungen haben. Das heißt, dieses Problem Mhm. ist nicht nur ein europäisches, sondern deutlich größer auch in seiner Ausprägung. Und diese bleifreien Materialien, Sie haben gesagt, seit 2018 gibt es schon diese Verordnungen und jetzt muss man das beobachten, auch im Zeitverlauf. Das heißt, 2018 hat man definiert, Blei ist ein toxischer Stoff und muss aus den Materialien hinaus. Jetzt haben alle angefangen und sich überlegt, wie sie das gestalten. Das heißt, die Materialhersteller sind als erstes gefordert gewesen, Materialien zu entwickeln, die ohne Blei funktionieren. Ja. Und das war ja schon mal ein Desaster. Also, die ersten Materialien waren in der Zerspanbarkeit so schlecht, so abrasiv, dass kaum jemand diese Materialien einsetzen konnte, weil sie einfach nicht wirtschaftlich waren. Und dann ging das ja in der Geschichte weiter. Wir hatten auch von Anfang an diese Kontakte. Da hat der ein oder andere Kunde einfach das bleifreie Material ausprobiert und in diesen Kontakten haben wir einfach immer wieder versucht, was heute zerspannungstechnisch möglich ist. Und so begleiten wir das seitdem auch. Und so entstand auch so langsam ein kleiner Kontakt zu dem ein oder anderen Materialhersteller, die ja immer weiter die Materialien entwickelt hatten. Und in diesem Dialog haben wir auch gemeinsam immer wieder Zerspannungsleistung von unterschiedlichen Materialien angeschaut. Mhm. Und so ist es für uns eine gewachsene Lösung, die wir heute haben. Also die Einstellung ist einfach, direkt mit dem Kunden in Dialog zu stehen, damit wir am Ende eine Lösung für diese neuen Materialien haben und eben auch dem Materialhersteller zu spiegeln, was funktioniert gut, was funktioniert weniger gut. Und das Blei hatte ja eine wesentliche Eigenschaft, also beziehungsweise zwei Eigenschaften. Blei ist relativ weiches Material, hat einen relativ niedrigen Schmelzpunkt und so fungiert es bei der Zerspannung zum Ersten als eine Sollbruchstelle, die Mhm. dann über die Hitze eingetragen wird und zum Zweiten, ist es wie so ein Gleit sch so 'n Film, der auf die Schneide kommt, der dann auch Anhaftungen reduziert an der Schneide. Und dieses Blei, wenn das wegfällt, passiert das beides eben nicht und das muss man eben auch ersetzen. Das heißt ja, Ihre Kunden, also alle, die mit bleifreien Materialien dann arbeiten müssen, haben dann das Problem,
dass der Span nicht mehr bricht und die Aufbauschneide relativ schnell da ist. Ähm, ja, bei welchen Materialien kommt das derzeit besonders zum Tragen? Die, aktuellen Materialien, bei denen wir uns bewegen, ist, in allererster Linie der bleifreie Automatenstahl. Dann haben wir bleifreies Messing und dann vielleicht noch als Top 3 mit dazu ist es, bleifrei Kupfer. Und ich denke, dass diese Materialien heute auch die sind, die man am meisten tatsächlich, zerspart. Ja, wie lange dauert es, bis solche Geometrien entstehen? Also, können wir da auch von diesen knapp 7 Jahren schon sprechen, jetzt 2018 bis heute, dass dann sich so eine Geometrie entwickelt oder war der Zeitraum etwas kürzer, beziehungsweise sind wir fertig entwickelt? Fertig entwickelt sind wir, glaube ich, zu keinem Zeitpunkt. Es gibt immer noch irgendwas, wo wir eine Innovation oder eine Weiterentwicklung mitgestalten können. Und so denke ich, ist das auch, bei dem aktuellen Stand der bleifreien Materialien. Vielleicht um Ihnen 'n Beispiel zu nennen. Ich habe hier ein kleines Beispiel mitgebracht. Das ist hier ein, Demo-Bauteil von einem Steckerhersteller. Ich habe vorher Firma Rosenberger benannt. Wenn Sie sich das anschauen, das ist jetzt eine bleifreie Bearbeitung und dort gab es viele Herausforderungen. Und diese Herausforderungen sind, im Wesentlichen der Spanbruch gewesen, ganz spezifisch für die Innenbearbeitung. Wenn wir uns das jetzt anschauen, für die Innenbearbeitung gibt es hier eine auf der großen Seite gibt es 2 Bereiche, und zwar hier gibt es Einstiche und diese Einstiche sind mit einer gelaserten Geometrie gemacht worden. Und, diese Geometrie ist individuell genau für diesen Einstich entwickelt worden. Das heißt, da gibt es gewisse Grundlagen, von denen man herausarbeiten kann und dann sagt: „Diese Grundzüge der Geometrie funktioniert, aber ich muss es auf die Schneidkante einfach applizieren.“ Und dann gibt es auch noch, auch in der Innenbearbeitung weitere Teile, die hier dann übers Kopierdrehen hergestellt werden. Und da wurde Beispiel unser Supermini mit der gesinterten Spanformgeometrie eingesetzt, also ein Standardwerkzeug, bei dem die, Geometrie heute schon so funktioniert. Und auch in der Außenbearbeitung sind, die Problemstellungen, häufig die Wirfspäne, die man ja bekommt. Und da haben wir in der Außenbearbeitung das System S274 eben auch für, eine, Formplatte dann hier auf der Seite eine Formgeometrie angebracht, damit eben genau diese Wirfspäne nicht entstehen und so die Prozessstabilität auch bei diesen schwierig zu zerspanenden Werkstoffen gegeben ist. Vielleicht dann noch eine Sache dazu, was man sich ja auch häufig fragt, wenn man in der Zerspannung unterwegs ist, Nass versus Trockenbearbeitung? Ja, man kann alles trocken bearbeiten, wenn man möchte, aber die Empfehlung ist in aller Regel, dass man, nass bearbeitet oder mit Minimalmengenschmierung. Das heißt, man hat über die Nassbearbeitung 2 Vorteile. Das eine ist, man kühlt, das Bauteil oder die Späne auch herunter, wodurch die Schneide geschont wird. Und, das Zweite ist, wenn man zum Beispiel in die Innenbearbeitung reingeht und da eine, ähm passgenaue, Kühlung hat, dann spült man eben auch diese Späne aus dem Inneren noch zuverlässig mit heraus, insbesondere wenn sich's um kleinere Späne oder kleine tiefe Einstiche handelt, damit man eben auch keine Späneklemmer innen drinnen hat. Halten wir fest, empfohlen, Nassbearbeitung, wo immer es geht. Ähm, jetzt ist ja, der kommen wir zum Thema Marktumfeld und Strategien. Ähm, wie überzeugt, Paul Horn trotz Marktdruck, also, wie kriegen Sie Ihre Kunden davon überzeugt, bei Ihnen zu kaufen? Also, zuallererst muss man ja, sagen, Konkurrenz belebt das Geschäft und so glaube ich an den starken Wettbewerb um die beste Lösung für die Wirtschaftlichkeit beim Kunden. Und ich denke, genau das ist der Lösungsansatz, wie wir in diesem schwierigen Marktumfeld tatsächlich bestehen ist. Wir suchen den Kunden, wir suchen die Probleme, wir suchen einfach die Optimierung, damit wir immer weiter die Wirtschaftlichkeit beim Kunden vorwärts treiben.
Es kommen die Kunden auch immer mehr, ich sage mal, die Bedeutung der Prozesskettenverkürzung, nimmt ja immer zu. Kommen die Kunden auch schon zu Ihnen und sagen: „Wir möchten das gesamte Bauteil fertig haben. Wir brauchen eine Lösung von Ihnen?“ Im Grundsatz, kann man das machen. Also, es gibt den einen oder anderen Kunden, der herkommt und sagt: „Ich hätte gerne eine Komplettauslegung für das gesamte Bauteil.“ Auch über unsere Spezialisierung, wie wir anfangs gesprochen haben. Über diese Spezialisierung kommen wir häufig als Problemlöser zum Einsatz, wenn viele andere bei der Anforderung, resignieren. Zum Beispiel haben wir uns hier bei diesem Steckerbauteil haben wir uns gegen 2 andere Marktbegleiter durchgesetzt und haben dort einfach die wirtschaftlichste Mhm. Gesamtlösung gebracht. Und ja, für solche Aufgaben kommen die Kunden auf uns zu, aber es ist häufiger so dieses direkte Arbeiten. Das heißt, unser Außendienstmitarbeiter geht beim Kunden mit an die Maschine und es wird das Problem aufgezeigt Mhm. und da entsteht durch den Dialog und das unglaubliche Wissen unserer Außendienstmitarbeiter entsteht eben dann der Dialog, wie man diesen Prozess, diese Gesamtbearbeitung optimieren kann und verkürzen kann. Das heißt, häufig werden Standardwerkzeuge eingesetzt, die eben dann häufiger eingesetzt werden müssen. Das heißt, man muss häufiger Mhm. den Werkzeugwechsel durchführen und so wie ich es gerade eben erklärt hatte hier beim Stecker, eine, Formgeometrie hilft dann eben auch bei der Prozesszeitenverkürzung, bevor man da mit Kopierdrehen oder anderen, Vorgängen vorwärts geht. Okay, das heißt, 'n richtiger Trend ist vielleicht noch nicht zu erkennen, dass die, Kunden mit immer Komplettlösungen kommen wollen, sondern dass sie weiterhin, ich sage mal, erstmal das Problem angreifen, was dann isoliert betrachtet und dann kann sich daraus noch Folgeschritte ergeben, weil der Außendiensttechniker zum Beispiel den Gesamtprozess betrachtet und vielleicht noch Tipps und Tricks gibt. Ja, man sieht vielleicht einen Trend, wenn man sich das betrachtet aus der Frage der, Ausbildung. Mhm. Das heißt, man sieht leider, dass die Ausbildung, irgendwo langsam in den Hintergrund rückt und so die Kompetenz beim Kunden manchmal auch sinkt. Vielleicht ist es getrieben durch die Ausbildung, vielleicht auch über den Fachkräftemangel, der häufig, in dieser Spezialisierung tatsächlich, betrachtet wird. Aber dieser, Trend bedeutet auch eben, dass man eine bessere Unterstützung seitens Werkzeughersteller leisten muss, Mhm. damit der Kunde eben seine Produktion in Deutschland, behält. Okay. Ja, kommen wir zum, nächsten Thema, Wandel und Trends. Ähm, das Thema zunehmende Digitalisierung ist ja in aller Munde, schon etwas länger. Ähm, welche Rolle welche Rolle spielt das Thema Digitalisierung bei Ihnen im Haus? Ja, wenn man zurückblickt und, sich, anschaut, was wir heute in der Produktion haben, muss man sagen, das ist der Grund der Automation, der Grundstein Automation, der ist gelegt. Und, dann folgt logischerweise die Vernetzung untereinander. Und genau das machen wir auch schon sehr lange. Mhm. Das heißt, so Closed-Loop-Prozesse fahren ist bei uns schon lange ein Standard. Und deswegen ist für uns das Thema Digitalisierung und das Aufkommen der Industrie 4.0 schlichtweg die weitere logische Konsequenz, um hier die Fertigung zu optimieren, zu unterstützen. Mittlerweile gibt es dankenswerterweise auch, weil sich der Bereich Digitalisierung weiterentwickelt hat, gibt es auch die Werkzeuge dafür, damit man diese einsetzen kann. Oder, so wie es auch bei den, Präzisionswerkzeugen ist, wenn diese Werkzeuge noch nicht existieren, dann muss man sich halt selber damit beschäftigen und selber was tun. Und deswegen haben wir auch ein großes Team mittlerweile, das sich um diesen Themenbereich auch kümmert. In diesem Zusammenhang, zum Beispiel das Thema Simulation von Zerspannungsprozessen, spielt das eine vielleicht sogar immer größer werdende Rolle? Ja, Simulation von Zerspannungsprozessen, meinen Sie die Prozesse beim Kunden oder die wir simulieren? Ich würde beides betrachten, aber vor allen Dingen vielleicht bei Ihnen im Hause hilft Ihnen die Simulation bei der Entwicklung von Zerspannungswerkzeugen? Also, da ist häufig, der Ansatz zu sagen, wir wollen simulieren,
bevor wir etwas herstellen, weil es einfach wirtschaftlicher ist. Aber bei den Simulationen hat man 2 grundlegende Probleme. Das erste Problem ist, die Materialien, auf denen wir Grundsatzversuche, Simulationen ausführen wollen, sind häufig nicht in den Simulationen vorhanden. Und das zweite große Problem ist, die Simulation ist etwas sehr Zeitintensives oder etwas äußerst Kostspieliges. Insbesondere, wenn es um die Finite-Elemente-Methoden geht, die wir häufiger bei uns bei der Simulation in der Entwicklung Mhm. mit ansetzen. Wenn man dagegen beim Kunden diese Zerspannungssimulationen anschaut, dann ist das ja heute schon gängig, dass man über die CAM-Programmierung eine Simulation fährt und dort eben anschaut, ob der Grundsatzprozess funktioniert, ob es Kollisionen gibt oder ob es irgendwelche anderen ungeplanten Probleme noch gibt, damit man da noch eingreifen könnte. Da denke ich, ist das deutlich häufiger der Fall, als es bei uns zum Einsatz kommt. Und bringt dann wahrscheinlich beim Kunden direkt dann auch mehr Nutzen, wenn ich einfach gucke, ob wegen sie sprachen Kollision an, damit ich die einfach von Anfang vermeide. Geht auch viel schneller. Ähm, ja, in dem Zusammenhang vielleicht, das Thema additive Fertigung, E-Mobilität, alternative Materialien. Wir sprachen gerade schon über bleifreie Produkte. Ähm, wo sehen Sie aktuell die größten Treiber für neue Werkzeugsysteme? Ja, ja und ja. Ähm, Nichts ist so beständig wie der Wandel und ich finde es schön, dass sich der Wandel immer wieder zeigt und dass sich Innovationen vorwärtstreiben. Als Beispiel die additive Fertigung. Wir haben bei uns selber die additive Fertigung mit ins Haus genommen, weil wir sagen, die Kompetenz in der Anwendung müssen wir verstehen, um Werkzeugsysteme zu entwickeln. Und wir können natürlich auch den Kunden, die daran interessiert sind und mal etwas ausprobieren wollen und diesen großen Invest tatsächlich nicht als erstes machen wollen, denen bieten wir die Möglichkeit auch eine Zusammenarbeit, damit wir einfach mal im Additiven unterwegs gemeinsam Erfahrungen sammeln und diesen Weg begehen. Und so entstehen für uns teilweise Werkzeugsysteme, gerade für die Forschung und Entwicklung oder eben auch Produkte, die wir direkt anwenden. Und so ist additive Fertigung was Spannendes. Herausfordernd natürlich immer, dass man nachbearbeiten muss nach heutigem Stand. Und da ist unser Maschinenpark auch ideal dafür vorbereitet. Das Zweite ist das Thema, was Sie benannt haben, war die Materialien, die sich verändern. Und da haben wir gerade über das Bleifreie gesprochen. Super Material. Wenn man in spezifische Nischen geht, beispielsweise ins Medical eintaucht, stellt man fest, dass dort auch immer mehr an Materialien gearbeitet wird, die biokompatibler sind, die dann aber anders zu zersparen sind. Und auch hier ist es 'ne Weiterentwicklung. Und zuletzt selbstverständlicherweise das Thema E-Mobilität. Im Bereich der automobilen Entwicklung merken wir, dass es eine Ergänzung gibt, die die Elektromobile bieten, und dort sind die Anwendungen komplett anders. Das heißt, wenn wir uns 'n Gehäuse anschauen von einem Elektromotor, da gibt es ja dann nicht mehr so viele bewegliche Teile wie beim Verbrenner. Da gibt es aber 2 wesentliche, das ist der Rotor und der Stator. Ähm, Der Rotor ist Hartbearbeitung, ist präzise, ist Serienfertigung. Der Stator ist das Gehäuse und dort ist ein Bauteil zu bearbeiten, was möglichst dünnwandig ist und Alu häufig ist. Also Alubearbeitung sowieso beim Elektromobil, die Wannen, die aus Aluminium hergestellt werden und viele weitere Bauteile, die eben etwas Gewichtsoptimierung reinbringen. So denke ich, dass auch hier wir mit unserem neuen PKD-Produktportfolio, was wir auf der AMB schon vorgestellt haben, dass wir da auch den richtigen Schritt gegangen sind, um eben auch die kubischen Bauteile in der Aluzerspannung entsprechend diesem Trend zu begleiten.
super spannende Felder und ich nehme jetzt einfach mal mit, es sind eigentlich alle 3 weiterhin Treiber, damit Sie weiter neue Werkzeuge entwickeln. Ich denke, wenn wir noch weiter ins Detail gehen, so hat jede Branche hat ihre Herausforderung und ihre Weiterentwicklung. Und so glaube ich, das sind die 3 wesentlichen, die Sie benannt haben, aber für jedes Segment gibt sich eben auch diese Weiterentwicklung. Ja, vielleicht in dem Zusammenhang noch, modulare Werkzeuglösungen, die sich flexibel anpassen. Ist das, ja in der Zukunft immer wichtiger? Ich denke, man muss hier, das Gesamtthema anschauen und, wir befinden uns ja auch in einer Zeit, in der viel Wert gelegt wird auf einen ökologischen Ansatz. Und so glaube ich, dass wir heute auch immer mehr in modulare Werkzeuge auch investieren sollten, dort, wo es möglich ist, wo die Technologie es zulässt, um eben so möglichst auch ressourcenschonend zu arbeiten. Nichtsdestotrotz muss die Zerspannungsleistung natürlich am Ende des Tages auch funktionieren. Aber ja, ich denke, modulare Werkzeugsysteme sind auch für die Zukunft wachsend. Prima. Ja, kommen wir zum Thema EMO 2025 in Hannover und dazu begrüße ich hiermit jetzt am Tisch in der Runde Herrn Martin Göbel, ist Leiter der Messen beim VDW. Herr Göbel, schön, dass Sie da sind und uns hier in der Runde unterstützen. Ja, vielen Dank für die Einladung und dass ich auch dabei sein darf. Sehr, sehr gerne. Ja, kommen wir zu den zum Ausblick, von Horn. Was dürfen wir dieses Jahr welche Geometrien dürfen wir dieses Jahr auf der EMO von Ihnen als Neuheit erwarten? Also wir haben, so wie es für uns immer üblich ist, haben wir wieder spannende Entwicklungen mit im Gepäck, wenn wir auf die EMO mitgehen. Und diese spannenden Entwicklungen stellen wir ja exklusiv dann auf der oder erstmalig auf der EMO vor. Und da haben wir dieses Mal ein System zur Alternative für unser S100er System im Einsatz. Und es geht sich ums Abstechen von großen Durchmessern. Dann haben wir selbstverständlich im Bereich Mini eine Erweiterung, die E-Geometrie. Dann auch Geometrie im Bereich des Superminis, eben für die Bearbeitung von Gewinden. Und so haben wir doch auch noch das eine oder andere mehr im Gepäck, beispielsweise eine Erweiterung im Produktportfolio Fräsen. Also es gibt viel zu sehen. Kommen Sie vorbei, lassen Sie sich bezaubern, was wir Neues haben. Ich werde auf jeden Fall da sein. Ja, ich auch und, das Schlagwort „Kommen Sie vorbei" ist vielleicht auch schon das Richtige, weil ich bin bestimmt sicher, über Paul Horn kann man, Eintrittskarten, für die EMO ergattern. Die werden bestimmt viele in den Markt streuen. Herr Horn, für mich schließt sich da eine Frage an. Wir haben ja auch unsere Statistiken und wir gucken ja auch immer, aus welchen Branchen kommen die vielen Besucher. Über Jahre hinweg war Automobilzulieferer sehr dominierend. Wir sehen jetzt schon bei uns 'n Wechsel, dass der Maschinen und Anlagenbau, die überholt. Aber wir sehen auch andere Branchen, die jetzt mehr und mehr kommen. Aus welchen Branchen erwarten Sie denn auch für 'ne EMO, was da weitere Besucher kommen und uns auch mehr Potenzial gibt, auch grade auch Ihnen und uns als Messeveranstalter, dass wir da noch weitere Besucher ansprechen können? Also die EMO ist immer noch eine Weltleitmesse und damit hat sie eine Bedeutung, die sehr international ist. Und so glaube ich auch wieder daran, dass es auch wieder sehr internationales Publikum geben wird und auch aus allen Branchen die Besucher kommen werden. Für uns, wenn wir bei uns auf dem Stand schauen und sehen, welche Branchen tatsächlich auf dem Stand bei uns waren, um vielleicht Ihre Statistiken mal gegenzulegen, wir sehen immer ein sehr breit gestreutes, Portfolio an Kunden, die vorbeikommen. Und so glaube ich, dass hier jede Branche etwas mitnehmen kann. Sei es in der Energiewirtschaft, sei es irgendwo in den Lohnfertigern, Automotive, alles, was man einfach finden kann. Und ich denke, das zeichnet auch die EWO aus, dass eben diese enorme Breite dort gezeigt wird. Jetzt sind Sie schon auf den Auslandsanteil der Besucher eingegangen, der ja weit über 50% liegt. Welche Bedeutung hat denn die Internationalität für die Horngruppe? Etwa auch über die Niederlassung, für die Sichtbarkeit, wenn Sie sich dann auf der EMO 2025 präsentieren? Also, wir als Horn sind international aufgestellt. Wir hatten ja damals begonnen
gab erst letzt wieder eine spannende Geschichte von einem, Bekannten von meinem Opa noch. Da, sind die zu Besuch gekommen und da hat sich die Frage gestellt, ob wir nach Tschechien, Werkzeuge liefern. Und dann hat mein Opa gesagt: „Ne, dahin verkaufen wir nix. Wir verkaufen bloß hier lokal. Nach Hamburg verkaufen wir auch nix.“ Und so hat sich aus dieser kleineren regionalen Fokussierung hat sich das Unternehmen weiterentwickelt. Mit meinem Papa in die Internationalisierung eben und dort in viele unterschiedliche, ja, Regionen der Welt. Und heute sind wir tatsächlich ein international aufgestelltes Unternehmen und ein großer Anteil ist tatsächlich im Ausland präsent. Und so kommen auch viele unserer Kunden aus dem Ausland eben auf diese Leitmesse und besuchen uns an unserem Stand. Ja, ich darf Ihnen versprechen, wir haben natürlich im Vorfeld viel Musik gemacht. Wir haben weit über 40 Pressekonferenzen im Ausland gemacht. Asien gehört natürlich dazu. Ja, auch da ist dann unsere Erwartung wieder groß, dass wir viele Besucher ansprechen können. Aber was wünschen Sie sich denn persönlich für Ihr Unternehmen auch von der EMO 2025? Ich meine, wir sind eine Plattform, aber wir können keine Wirtschaftsbedingungen jetzt in dem Sinne großartig ändern. Aber trotzdem, wir haben ja eine Erwartung. Wir als Veranstalter haben eine Erwartung, Sie als Aussteller haben eine Erwartung. Das würde mich mal interessieren. Sie wissen ja, es gibt ja so ein kleines Problem, das ist ja Marketing und Sie wissen, 50% vom Marketing ist Verschwendung. Man weiß nur nicht, welche Hälfte es ist. Und damit ist, für mich eher das eine Frage der Überzeugung. Eine Messe, auf der sich die Menschen zu einem Fachthema austauschen und treffen, ist für mich sehr, sehr wertvoll. Ich habe es vorher auch schon gesagt, wir gehen direkt in den Dialog zum Kunden. Und für uns ist die Messe der ideale Ort, um Kundenbeziehungen zu pflegen. Sei es bestehende Kunden, Neuigkeiten zu zeigen oder auch mal in andere Bereiche zu lenken oder eben auch, um Neukunden zu treffen, die heute vor einer Problematik stehen. Wir haben vorher über den Wandel gesprochen. Im Wandel passieren so viele neue Dinge, das muss irgendjemand begleiten, da müssen Lösungen erarbeitet werden. Und deswegen ist es für uns dann eben die Plattform, wo jemand herkommen kann, über eine lose Idee sprechen, wo ich vielleicht irgendwann in 5 bis 8 Jahren vielleicht mal tatsächlich im direkten Kundenkontakt stehen werde oder eben jemand, der herkommt und auf den Tisch ein Problem hinlegt, eine Zeichnung hinlegt und sagt: „Das ist mein Problem, ich benötige eine Lösung dafür.“ Und das ist, glaube ich, das, was eine Messe in Summe ausmacht und so ist meine Erwartungshaltung, relativ einfach. Ich hoffe, dass viele kommen und viele sich davon bereichern lassen, was es für Innovationen bei den Präzisionswerkzeugen, bei den Maschinenherstellern und allen anderen Bereichen gibt und daraus auch den Wirtschaftsstandort Deutschland stärken und eben auch Ideen für zu Hause mitnehmen im Ausland. Ja. Das sehen wir im Übrigen genauso. Es ist so, Messe ist eine Plattform auch des Dialoges, des Netzwerkes, ganz, ganz wichtig. Und damit sind Sie eigentlich schon fast auf meine letzte Frage nämlich eingegangen. Der direkte Austausch auf der Messe zwischen Anwendern, Maschinenherstellern und, auch den was man nicht vergessen darf, natürlich auch Forschungspartnern. Und ich glaube, eins hat uns ja Corona gezeigt: Die rein digitale Lösung kann da ja nicht, sage ich mal, äh, die Lösung quasi sein. Also, wir sind immer noch Techniker, wir wollen schmecken, fühlen, testen. Ich erlebe mich heute noch, wenn ich auf 'n Stand gehe irgendwo und lege meine Hand zum Beispiel auf 'ne Drehmaschine, auf 'n Spindelstock, du willst wissen, wie die Maschine hochfährt. Oder wenn ich beim Präzisionswerkzeughersteller auf 'n Stand gehe, ich fühle immer noch mit meinem Daumen über die Schneide, um zu gucken, wie scharf er ist. Das ist einfach in Fleisch und Blut und ich glaube, auch nur das spiegelt eine Messe wider. Ja. Ich glaube, das hat uns Corona tatsächlich gezeigt, dass, wir Menschen zum einen etwas anfassen wollen. So, wenn Sie bei uns auf den Stand kommen, bitte verschlucken Sie keine Werden Hartmetall-Wendeschnappkarre, wir Mühe geben. aber zeige Ihnen gerne alles, was wir haben. Und ich denke, das ist das eine, das Anfassen, die Hardware tatsächlich zu Gefühl zu bekommen und ja, eben das Gefühl zu entwickeln, das Vertrauen darinnen zu machen. Und das Zweite ist der Dialog mit dem Menschen. Und so wie wir heute uns tatsächlich physisch sehen, dadurch entsteht
eine persönliche Beziehung, eine persönliche Verbindung, eine Vertrauenseinstellung. Und ich denke, auf diesem Vertrauen kann man eben dann viel besser zeigen, was möglich wäre, als wie wenn man nur entfernt oder nur auf 'n Bildschirm draufschaut und das, ja, nüchtern sieht. Und wir Menschen sind halt doch emotional getrieben. Und ich denke, dafür ist eine Messe zwangsweise notwendig. Ja. Messe ist für mich Emotion, da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen. Ja, also ich freue mich. Ich freue mich auch, dass die Firma Paul Horn wieder am Start ist. Übrigens in der gleichen Größe wie 2023. Das, muss ich hier noch mal, meine Wertschätzung auch zum Ausdruck bringen. Finde ich total toll und auch wir hoffen auf eine sehr gute Emo. Ich freue mich. Ich freue mich, Sie dann auch persönlich in Hannover begrüßen zu dürfen. Würde ich mich auch Ähm, freuen. Kommen ja, Sie vorbei. auf jeden Fall. Bitte betrachten Sie auch unseren Stand, weil wir werden auch hier wieder viele Werkzeuge zeigen. Wir werden auch wieder Live-Zerspannung zeigen und wir werden auch wieder, den üblichen Service bieten, den wir sonst auch haben. Ja. Ich schaue jetzt mal rüber zu Ihrem Kollegen, dem Christian Thiele. Dem sage ich jetzt schon mal, er möchte bei mir da mal vorbeikommen. Mein persönliches Geschenk an Sie überreiche ich Ihnen dann in Hannover. Ich glaube, das wird Ihnen zugutekommen. Vielen Dank dafür. Ja, dann wären wir mit der Emo fast durch, oder? Ja, vielen Dank erstmal. Und, was ich vielleicht noch ergänzen möchte, wir haben ja beim Thema, weil die nächste Kategorie kündige ich schon mal an, Kompetenz gefragt. Und, auf der EMO gibt es ja auch das Thema, Sonderschau Bildung. Mhm. Damit möchte ich übergehen auf die Frage, welche Fähigkeiten in Ihrem Unternehmen in Zukunft, jetzt und zukünftig gefragt sind. Jetzt und zukünftig sind, viele, Fähigkeiten, gefragt. Ich denke, wir reduzieren das relativ einfach, weil wir ein sehr breites, Programm in Aus und Weiterbildung tatsächlich haben. Wir reduzieren das auf die typisch schwäbischen, verwurzelten Werte. Und ich denke, eines davon ist: „Schaffe, schaffe, Häusle baue.“ Das andere ist die Zuverlässigkeit und das nächste ist der Ideenreichtum, das Tüfteln, das wir im Schwabenländle haben. Ich denke, mit solchen Fertigkeiten ist man hier immer gerne gesehen. Klingt hervorragend und auch nur, ich sage mal, bodenständig, ne, so mit solchen, sage mal, Grundeigenschaften. Wie gewinnen Sie denn aktuell junge Talente trotz dem, ja, in aller Munde Fachkräftemangel? Ja, wir sind ja, in der Ausbildung sehr aktiv. Das heißt, wir haben jetzt, knapp über 50 Auszubildende im Betrieb. Und, die sind im Wesentlichen Zerspannungsmechaniker. Die bekommen auch eine spezielle Ausbildung für, Industriefachkraft für Schneidwerkzeugtechnik. Also etwas, das man hier benötigt, um so ein bisschen Gefühl für eben genau diese Hartmetallwerkzeuge zu bekommen. Und, wir beteiligen uns hier natürlich in der Region sehr viel an Ausbildungsmessen, Events. Wir laden Schulen zu Praktikas ein oder zu Besuchen ein. Wir arbeiten mit der Nachwuchsstiftung Maschinenbau, die ja auch bei uns hier ist, eng zusammen. Wir haben Kooperationen mit, Maschinenherstellern, die auch gerne mal mit ihren Ausbildungsklassen vorbeikommen können. Wir machen bei dem Thema WorldSkills mit. Hier bei Ihnen hinter Ihnen ist, die Maschine, die haben wir hier unten für das Thema WorldSkills Drehen, extra dazu genommen. Da nehmen wir jetzt auch mit dran teil. Also, wir bemühen uns sehr, sehr stark auch um die, Exzellenz unserer Auszubildenden. Das heißt, wir versuchen sie sehr zu fördern, Mhm. aber wir fordern dafür auch sehr viel. Und ich denke, das kommt auch sehr gut bei den jungen Menschen an und dadurch, funktioniert das auch sehr gut. Ähm, Kann ich mir gut vorstellen. Also, auch die jungen Menschen wollen mit Sicherheit gefordert werden. Ähm, ja, gibt es vielleicht so ein 2 Aspekte, die vielleicht die Ausbildung heute, also eine moderne Ausbildung, zu der vor vielleicht zu meiner Zeit vor 20 Jahren, noch, grob unterscheidet? Oder richtig, was hat sich so richtig geändert? Wenn man so die, Geschichten von, den, sage ich jetzt mal, Älteren sich anhört, also wenn wir, jemand in die Rente verabschieden und dann noch mal, bisschen über die alten Zeiten sprechen und die offizielle Verabschiedung machen, dann hört man so das ein oder andere, wie das in der Vergangenheit in der Ausbildung war. Und da waren die Umgangsformen doch auch, recht rabiat. Und ich denke, das ist ein wesentlicher Punkt, in der man, sich geändert hat, wo man doch mehr
durch die Zusammenarbeit versucht, mehr zu erreichen und auch eben genau die jungen Lernenden auch deutlich ernster nimmt und sagt: „Das ist in Ordnung und schauen wir, wie wir damit etwas Gutes schaffen.“ Ich denke, das ist so der wesentliche Unterschied von damals zu heute. Wenn ich da mal kurz noch eingreifen darf, ich glaube, das ist gerade ein ganz wichtiger Aspekt, den er heute beschrieben hat. Jetzt bin ich noch nicht ganz der Rentner, aber ich habe meine Ausbildung 1987 gemacht und damals war ja der Begriff der Bude da. Ja. Und ich glaube, wir alle sind berufen, auch, sage ich mal, diese Transformation hinzubekommen, dass das heute ja gar nicht mehr so wie damals ist. Also, wenn mich jetzt wieder auf die Maschine zeigen darf, die Johann vorhin, erwähnt hat, das sind ja hochkomplexe computergesteuerte Maschinen. Also, das ist ja, und wenn ich mich jetzt hier rumgucke oder wir gucken durchs Fenster in die Fertigung, das ist ja, Entschuldigung, Reinraum. Ja. Ja, aber hier wird auch Präzision hergestellt und für Präzision brauche ich auch ein geeignetes Umfeld. Und ich glaube, das sind auch wir als Verband oder auch vielleicht mit einer Messe sogar, die Sonderscher Jugend findet ja wieder in Halle 7 statt, auch so ein bisschen, auch wir haben die Aufgabe, das Image, sage ich mal, das früher hieß ja der Zerspannungsmechaniker Fahrrichtung Drehtechnik, Fahrrichtung Frästechnik. Heute heißen sie, glaube ich, Mechatroniker oder, wie weiß ich, in welche Richtung es geht. Aber ich glaube, wir müssen eigentlich in die Köpfe reinbringen, dass wir eigentlich ein total super Berufsumfeld sind. Du kannst gutes Geld verdienen, du arbeitest an hochkomplexen Maschinen, du arbeitest mit dem PC, du entwickelst Programme, du musst, 'ne Kontur festlegen. Und ich glaube, diesen Weg, diese Transformation, dem bedarf es noch ein bisschen, weil ich es eigentlich echt schade finde, dass viele es kann nicht immer nur an Mathematik oder an Vorstellungskraft liegen, weil das sind ja schon ein paar Voraussetzungen, die du brauchst. Aber ich glaube auch, wir müssen das Image dieser Berufsgruppe ein bisschen nach vorne bringen. Und da sehe ich auch uns in der Pflicht. Ja. Kann ich nur unterstützen und was wir ja heute auch schon gehört haben, die Kommunikation zum Kunden und die erfolgt ja natürlich auf dem Shopfloor. Das heißt, die ausgebildeten Zerspannungsmechaniker, um sie als Beispiel weiterhin zu nennen, müssen sich ja oder sollten sich ja dann halt mit den Anwendungstechnikern zusammen um diese Prozesse kümmern. Und die sind, wie wir heute schon gehört haben, hochkomplex Ja. und sehr filigran ja auch zum Teil. Ich denke auch in dem Kontext, wenn man das nahebringen möchte, unsere Technologietage waren ja auch. Und, das sieht man dann auch, wenn beispielsweise wir also Technologietage haben, kann jeder Kunde hier reinlaufen und mit jedem Menschen sprechen, den er so trifft. Mhm. Und, da gehen häufig, Kunden zu einem Mitarbeiter an der Maschine und, sprechen mit dem über, wie man das Präzisionswerkzeug fertigt. Und ich denke, so dieses Thema Wertschätzung gegenseitig finden wir sowohl bei uns in der Produktion als auch eben bei unseren Auszubildenden. Und, es mag sein, dass andere vielleicht das noch anders handhaben, aber ich denke schon, dass die Branche da mittlerweile doch sehr attraktiv und sehr Mhm. modern geworden ist. Und dieses, Bild einer alten Fertigung, so wie wir das vielleicht noch im Kopf haben, das, existiert heute, quasi nicht mehr. Ja. Und das ist etwas, das wir dankenswerterweise auch auf der EMO dann wieder zeigen können, auch mit unseren Auszubildenden. Ja, hervorragend. Kommen wir zur Rubrik, Community. Das passt nämlich gerade hervorragend. Eine Frage aus unserer Community ist nämlich: Kann sich jemand, der, Zerspannungsmechaniker ist oder Zerspannungstechniker bei Ihnen im Außendienst bewerben? Also, wir sind dankbar über Menschen, die Erfahrungen haben in der Zerspannung tatsächlich, die dann, dem Kunden helfen können, die Lösungen zu präparieren. Das heißt, Zerspannungsmechaniker ist eine ideale Voraussetzung für nachher den Außendienst. Natürlich muss auch die Räumlichkeit passen. 'N Außendienstmitarbeiter muss ja beim Kunden sein und so suchen wir eben je nach Gebiet Anwendungstechniker oder eben Außendienstmitarbeiter, die dann, uns unterstützen. Eine weitere Frage, aus unserer Community war, ähm, wir hatten ja vorhin schon mal das Thema, dieser Prozessbegleitung und direkt beim Kunden. Ab welcher Losgröße darf denn jetzt jemand zu Ihnen kommen und sagen: „Ich brauche eine Sonderlösung?“ Also, wenn wir, bei uns sprechen über die Sonderwerkzeuge, dann kommt es ein bisschen auf das Produktportfolio an. Beispielsweise, wenn man bei den, Diamantwerkzeugen ist, also monokristallinen Diamantwerkzeugen, dann ist die Losgröße 1.
Dann sprechen wir bei den Losgrößen Sonderwerkzeuge lagerfähig aus dem Katalog raus. Das ist die Losgröße 2. Und wenn wir über mehrere wirklich kundenindividuelle Einzellösungen sprechen, also echte Sonderlösungen, dann ist es eine Stückzahl von 10. In manch seltenen Fällen kann man davon auch mal abweichen, aber in der Regel sind es 10 Stück. Das heißt, es lohnt sich relativ früh zu kommen und ein Sonderwerkzeug auszulegen. Und vielleicht kriegt man da auch eine Mechanik dann immer hin, dass man sagt, wir beginnen mit kleinen und legen dann eben für die Serie etwas aus. Prima. Ja, kommen wir noch zu was ganz anderem. Rubrik CNC Kochbuch. Ähm, Herr Horn, als jemand, der sich täglich ja, mit Hochpräzision in der Zerspannung beschäftigt, was kommt bei Ihnen privat auf den Teller? Haben Sie ein Lieblingsrezept, was Sie der Community quasi auch mitgeben wollen würden? Also bei mir ist es recht einfach. Zu Hause sind die Kochrezepte sehr einfach gestrickt. Das, was immer funktioniert und was einfach immer schmeckt und typisch schwäbisch ist Maultaschen. Am liebsten die Maultaschen mit Ei und dazu ein Kartoffelsalat. Da freue ich mich schon auch jetzt schon auf das Rezept. Ja, kommen wir schon fast zum Abschluss. Wir haben noch die Rubrik Community Geschenk. Wir sammeln gerne Geschenke ein, um diese dann später in der Community zu verlosen. Haben Sie eventuell auch was für uns? Also Sie haben Glück, ich gebe auch gerne Geschenke und wir haben tatsächlich was vorbereitet. Und zwar ist das dieses Teil hier. Das ist quasi der Hammer. Und der Hammer hat auch einen etwas tieferen Hintergrund. Und zwar ist dieser Hammer nicht nur irgendwie ein Hammer, auf dem unser Logo drauf ist, sondern dieser Hammer ist hergestellt worden von unseren Auszubildenden Mhm. und wurde eben auch für die Berufsschulbesuche während unseren Technologietagungen auch mitvergeben. Und den würde ich gerne mitgeben, weil mir insbesondere das Thema Aus- und Weiterbildung ein sehr wichtiges ist. Und da nutze ich gerne jede Gelegenheit dazu, um darüber zu sprechen. Und ich denke, das ist ein sehr, sehr guter Anlass dafür. Fantastisch und er sieht hervorragend aus, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, kommen wir zum Abschied. Ähm, Wir freuen uns auf den Emo-Auftritt von Ihnen. Ich werde da sein. Ich auch. Herr Göbel wird auch da sein. Sie werden auch da sein. Vielleicht noch jetzt ganz zum Abschluss. Ich bedanke mich erstmal, dass wir hier sein durften, dass Sie sich Zeit genommen haben, alle beide für den Podcast. 3 Dinge, die Paul Horn besonders machen. Zum Abschluss. Also danke, dass Sie vorbeigekommen sind. Und ich denke, meine letzten Worte in diesem Kontext sind Menschen, Maschinen, Innovationen. Herzlichen Dank.